Ja, moin und willkommen bei Lockpicking Nord. Heute mal wieder ein bisschen Tooltime. Und zwar wollte ich euch mal zeigen, wie man schnell und günstig an hier Core-Shims rankommt. Ihr wisst schon, diese kleinen dünnen Plättchen, die man beim Gatten von vor allen Dingen Challenge Logs gut benötigen kann oder brauchen kann. Ja, ich sammle die, habe jetzt wieder einen Schwung Tobi abgegeben, weil ich so viele hatte. Meistens in einer kleinen Dose, die ist von einem alten Ersatzakku oder so, von einem Handy oder der Kamera, ich weiß gar nicht. Irgendwas Kleines, wo ich die reinpacken kann. Die sind ja extrem dünn und schwer zu greifen und schnell zu verlieren und schnell zu verknicken vor allen Dingen. Ich lagere die immer in irgendeiner kleinen Plastikdose und stecke die dann mit in mein Fixset. Dann habe ich sie immer greifbar. So, und zwar, ihr kennt das, die Dinger liegen überall bei eurer Frau im Haus rum oder im Bad. Und an den Seiten kleben hier mal diese kleinen, oder häufig, gerade bei teuren Parfüms oder Beauty-Produkten oder wie auch immer, diese kleinen Plastikkappen. Und wenn ihr die mal genauer betrachtet, sind auf der Rückseite Metallstreifen eingelassen. Das ist nicht nur einer, das sind meistens sogar 3 Stück. Und die eignen sich wunderbar, um Core-Shims daraus zu machen. Ja, die kriegt man nicht so einfach raus, man braucht auf jeden Fall ein Messer. Ich nehme immer ein scharfes kleines Messer. Man kann da so ziemlich jedes Messer nehmen, was man so im Haus hat. Ein Cuttermesser oder ein Klappmesser oder ein Schweizer Taschenmesser. Hauptsache es ist relativ scharf. Ich benutze meistens so ein kleines Skalpell. Die gehen echt gut. Ich weiß, ihr Amis, für euch sind das alles keine Messer. Ihr schlagt dann wahrscheinlich mit sowas hier auf. Damit geht das aber nicht so besonders gut, ne? Das ist zwar ein Messer, ein ordentliches, oder ein Buschmesser eigentlich schon, aber das kann man vergessen. Und auch das wäre zu groß, Leute, glaubt mir. Ein kleines Messer langt. So. Mal das Ganze mal hier ranholen. Ist gar nicht so einfach, die da sauber und ordentlich rauszubekommen. Ich versuche dann immer hier außen einmal, das ist nämlich total klebrig alles, hier außen einmal längs zu schneiden, neben dem Metallstreifen. Das ist total der dicke, zähe Kleberkram hier hinten drin. So, ich schneide das hier mal so ein bisschen frei von beiden Seiten. Dann nochmal vorne einmal einritzen. Und jetzt versuche ich da irgendwie runter zu hebeln. Und erstmal die Metallstreifen lose zu bekommen. Schön vorsichtig, dass ihr euch nicht in die Finger schneidet. Gerade mit so kleinen Skalpellen ist das ja ganz schnell mal passiert. Die sind so scharf. Schnipp, schnapp, Finger ab. So, und da kommen sie auch schon raus. Dann hätten wir hier 2 dünne. Die sind schön lang, die sind auch schon vorgeformt. Die haben sogar schon eine leichte Krümmung meistens drin. Das ist wunderbar. Ich will gleich mal genauer zeigen. Und dann klebt hier noch meistens zwischen einmal ein etwas dickerer Metallstreifen, der aber wiederum mehrfach eingeklebt, eingewickelt ist. Das ist immer das Schwierigste, den rauszubekommen, heile. Ich versuche es mal. Aber der ist schon fast so dick, dass man den auch als hier Decoder benutzen kann. Bei Zahlenschlössern. Der ist nämlich etwas unflexibler. Gut, bei dem hier wird es jetzt etwas schwierig, das Heil rauszubekommen. Der ist so vollgeklebt. Ich versuche das mal mit dem Fingernagel abzupulen. Ich habe da aber auch einige Heile von. Das wäre jetzt nicht so das Thema. So, wie gesagt, die hier sind kürzer, aber dafür etwas stabiler. Ne? Die kann man richtig knicken, falten. Ist ein richtiges Blechstück. Also die kann man wirklich als Decoder benutzen, wenn man möchte. Wenn man sie dann heile rausbekommt. Ist eine wunderbare Sache. Und wie gesagt, die anderen beiden, ich versuche die mal zu greifen. Und euch mal einen Hintergrund zu geben hier. Die sind sogar schon so eine Art, ja, die sind vorgekrümmt. Die kriegt man also wunderbar in einen Kern reingestopft. Hinten. Und dann kann man gerade T-Pins und so gut davon abhalten, irgendwie in den Nuten für die C-Clips zu hüpfen. Ja, und die findet man echt überall, an DVD-Packungen, CD-Packungen, viele Beauty-Produkte und Spielzeug. Man kann die Dinger eigentlich überall finden, auch bei Elektronikgeräten.
Und meistens schmeißt man das ja weg mit der Verpackung. Ich schnippel mir die mal raus, sammle die in dieser Box. Gut, diesen etwas dickeren Decoder-Clip hier, den kann ich jetzt wegwerfen wahrscheinlich. Der ist ein bisschen doll geknickt. Ich habe da aber auch genug von. Ja, und dann müsst ihr euch die nicht bestellen oder kaufen. Das ist viel billiger so. Nicht wahr? So, das war's eigentlich damit. Mal gucken, was noch so kommt. So, tschüss.